Ich habe einen neuen Meilenstein erreicht und durfte mich vor kurzem über 3000 Follower auf meinem Instagram-Kanal freuen. Dafür gibt es wieder mal ein Giveaway. Hier drin ist ein Haufen Zeug von Sponsoren. Dabei bleibt es aber natürlich nicht. Ich bastel auch noch was für euch. Los geht's! Wenn ihr mir bereits auf Instagram folgt, dann habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass ich in letzter Zeit vor allem mit Harthölzern, auch exotischen Hölzern rumexperimentiere. Und das soll auch heute das Thema sein. Ich möchte für euch ein kleines Set aus Untersetzern bauen, das ihr dann gewinnen könnt. Dafür habe ich hier schon ein bisschen Holz rausgesucht, so ein bisschen das Thema das Beste aus 3 Kontinenten. Hätten wir hier die Schweizer Esche, ganz ein tolles Holz, dann aus Südamerika dieses Nogalholz und aus Afrika dieses ganz tolle Bubinga-Holz. Bevor wir da irgendwas zusammenleimen können, muss das zuerst mal in Form gebracht werden. Los geht's! So, dem Ganzen geben wir jetzt eine Nacht lang Zeit zu trocknen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ja, ich glaube, das könnte ganz cool werden hier mit diesen Untersetzern. Als nächstes müssen wir das Ganze auf Dicke hobeln, danach zuschneiden und ein bisschen die Kanten anfasen. Um die Hobelmesser zu schonen, entferne ich immer gerne diesen Leim, den es hier rausgedrückt hat. Dafür nehme ich gerne so einen günstigen Farbkratzer, gibt es im Baumarkt und ja, legen wir los. So, da hätten wir die Dinge. Untersetzer in 2 verschiedenen Designs. Ich habe hier die Oberseite etwas gröber angefasst und die Unterseite etwas weniger. Ich finde, das sieht noch ziemlich cool aus. Jetzt wäre es aber natürlich gelacht. Wir würden das einfach so als Giveaway mitgeben. Wir machen natürlich noch eine schöne Kiste. Und dafür kommt mir dieses Stück Esche, das ich mal aufgetrennt habe mit der Bandsäge, gerade recht. Ich hätte eigentlich gerne ein neues Stück aufgetrennt, einfach um das mal zu zeigen, wie ich das mache. Allerdings ist mein Sägeband derart stumpf, ich muss erst neu bestellen. Aber damit geht das wunderbar. Das hobeln wir noch ein bisschen zurecht und dann machen wir uns an die Kiste. Los geht's!
Damit ich später einen Boden in diese Kiste einlassen kann, werde ich jetzt an allen Teilen eine 3 mm breite Nut fräsen. Ich habe das hier schon eingestellt mit dem Höhenmesser und dem Fräsanschlag. Wenn ich solche kleinen Teile fräse, decke ich mittlerweile gerne das Absaugloch an meinem Fräsanschlag ab. Ich habe dann einfach ein bisschen mehr Kontrolle über die kleinen Teile und verkippel weniger. Los geht's! Man könnte jetzt die Kiste einfach so lassen, wie sie ist. Wir werden aber noch ein paar Splines einfügen, um sie ein bisschen hübscher zu machen. Dafür habe ich mal dieses Jig hier gebaut. Ich habe es euch in meinem letzten News-Video mal vorgestellt und ja, legen wir los. Wie immer, wenn ich etwas baue, muss natürlich etwas schief gehen. Mir ist das Ding vorhin auf den Boden gefallen, ich depp, hier schön auf die Ecke. Ich wollte eigentlich nichts mehr machen an der Kiste, aber jetzt zwingt es mich ein bisschen, hier noch eine kleine Phase anzufräsen. Los geht's! So, da hätten wir das Ding. Mein kleines Untersetzer-Set zu 3000 Followern auf Instagram. Ich finde, das Set ist ziemlich cool rausgekommen, hier mit den verschiedenen Hölzern. Auch die Kiste mit den Splines und der Phase, die ich jetzt nachträglich noch anfräsen musste, weil ich das Ding auf den Boden geschmissen habe. Ich finde, das ist echt schön geworden. Wie erwähnt, könnt ihr das Ding jetzt gewinnen. Für das Giveaway, für die Teilnahmebedingungen geht ihr am besten auf meinen Instagram-Kanal und schaut euch das an. Wie am Anfang des Videos erwähnt, habe ich jetzt auch 2 Sponsoren mit an Bord geholt, die ebenfalls sehr coole Sachen sponsern. Was genau das ist, das erfahrt ihr ebenfalls auf meinem Instagram-Kanal. Nur so viel, die Sponsoren sind einerseits der Werkzeugladen in Winterthur, Werkzeugladen auf gut Deutsch. Ein super geiler Laden, von dem ich schon echt viel cooles Werkstattzubehör mir gekauft habe. Coole Leute da. Der andere Sponsor ist HWS Tools, ebenfalls eine super Firma, die richtig geiles Werkzeug herstellt. Vielen Dank an euch. So, nun bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als viel Glück beim Gewinnspiel. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und abonniert meinen Kanal, kommen sehr viele weitere Projekte. Bis zum nächsten Mal, macht es gut.